Osaka. Universal Studios steht heute an und ihr seht die Szenen. Das ist nicht wirklich, es ist wirklich so. Laura ist vorgelaufen, um ganz vorne zu stehen. Ich wollte noch zu Starbucks dazu, genauso wie 7-Eleven. Nur der andere Store hat hier aufgehabt und da habe ich Wasser geholt und 2 kleine Snacks. Es ist richtig crazy, was hier los ist. Richtig crazy. So, jetzt kommt die berühmte Schlange, die ihr wahrscheinlich auf Instagram auch schon gesehen habt. Es geht los. Es ist noch ein bisschen crazier als in Orlando. Was soll ich sagen? Krass, einfach nur krass. Bis zu den Menschen, was um 6:30 Uhr hier ist. Das Schöne ist aber hier, also die drängeln sich nicht vor. Die stellen sich halt da wirklich in eine Reihe, stellen sich hintereinander an. Man hätte da vorne einfach so eine Linie überschreiten können und dann wärst du schon dort in der Schlange. Die machen das hier nicht. Es geht los, wir können rein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nach der Sicherheitskontrolle sind wir jetzt drin. Oh mein Gott, was ist denn hier bitte los? So, es ist ein Run, damit du zu Mario World kommst. Was war das? Unglaublich! Hier ist einmal nur gerannt und es ist full. Also wir sind jetzt hier anscheinend bei Donkey Kong, dem beliebtesten, der neuesten Attraktion hier. Aber wir sind zumindest hier in dieser Mario World, das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber sonst stehst du davor noch mal richtig lange oder kommst gar nicht rein. Also, hätten wir 2 Stunden dran hier gestanden, dann hätte sich das nicht gelohnt. Aber es war cool, die Bahn. Wir konnten leider nicht filmen, war nicht erlaubt. Und ihr wurdet ein bisschen nass. Und das um 7:30 Uhr, nur mal so. Ich habe gerade die Schlange draußen gesehen. Es ist unmenschlich voll. Es ist krank voll. Wie gut das gemacht ist. Okay, das auch. Also es ist einfach nur krank, wie voll es ist. Die Leute stehen bereits draußen, um überhaupt reinzukommen. In die World. Und dann noch zu diesem Donkey-Ding da. Also rennt. Ihr müsst fit sein, um hier nicht anstehen zu müssen. So, wir machen jetzt ganz entspannt. Wir haben Donkey World gemacht, oder Donkey Kong. Machen jetzt schnell noch ein bisschen durch Mario World. Entdecken ein paar Sachen und machen ganz entspannt. Gehen vielleicht noch zu Harry Potter und allem drum und dran. Aber das war krank. Also wirklich einfach nur krank. Also wir sind jetzt in der Yoshis Welt. Bis ins kleinste Detail alles cool gemacht. Die meisten Leute stehen tatsächlich jetzt draußen, wollen zu Donkey Kong World. Wir haben das schon hinter uns. Wir müssen nicht 2-3 Stunden warten, um damit zu fahren, sondern wir können jetzt den Park genießen. Die beste Entscheidung heute Morgen aufzunehmen. Und zu rennen. Ihr müsst wirklich fit sein. Holt euch wirklich bequeme Schuhe und rennt bis zum Ende zu Donkey Kong. Wie cool. Also um hier in das Café reinzukommen, müsst ihr reservieren. Und hier gibt es Der letzte Tisch. Was ist jetzt? Wie viel? letzte Zeit. Ja. Für 39 haben wir noch bekommen. So, ich habe euch mal den QR-Code gescannt. Wenn ihr es schafft, den zu buchen für den Tag, dann viel Spaß, viel Glück. Ja, wir laufen jetzt hier ein bisschen durch die Mario World und entdecken den ganzen Bereich hier. Ich meine, wer kennt die Lokale nicht von Mario Kart? Cool, richtig cool, oder? Witzig. Du bist hier, wie auch in Orlando oder in Disney World in Orlando, bist du hier in einer anderen Welt, komplett anderen Welt. Wow, krass. Und ich glaube, wir haben auch richtig Glück, weil die anderen stehen alle bei Donkey Kong an und hier ist alles leer. Ist alles leer. Also das ist ja nichts. Also wir hoffen, dass wir es schaffen, denn es ist jetzt
9 Uhr und wir haben noch ein bisschen vor uns, bis wir tatsächlich Mario Kart fahren können. Wir haben nur einen Timeslot von 9:30 Uhr bis 9:45 Uhr. Mal schauen, ob wir da rein. So, es ist 10 vor 10 und unser Timeslot für das Café ist leider vorbei und wir sind immer noch hier in der Schlange. Aber wir sind hoffentlich gleich dran. Ich weiß nicht, was hinter dieser Wand da ist. Und mal gucken, ob wir noch ins Café reinkommen. Und wir hoffen es. Wir wollten jetzt nicht unbedingt jetzt raus aus der Schlange, weil wir schon eine Stunde gewartet haben. Ich glaube, Wartezeit ist hier die meiste Zeit, in der du hier unterwegs bist. Ja, deshalb für Leute, die Fokus auf die ganzen Bahnen legen, sollten sich natürlich den Pass, Priority Express Pass oder sowas, irgendwie sowas in die Richtung. wird sich das lohnen, aber obwohl, da sind die Schlangen auch sehr lang. Ja. Aber wer den Fokus natürlich einfach auf den Party legt, wie wir, rumschlendern wollen, schauen, was es hier so gibt und so weiter und so fort, dann reicht das auch. Nein, wir sehen gut aus. Jetzt geht's gleich los. Musste jetzt nicht sein. Also war cool, aber ich hätte jetzt mehr erwartet. Ist das nicht der Hammer? Wir gehen jetzt, glaube ich, raus. Wir haben hier alles entdeckt. Und jetzt geht's, glaube ich, mal zu Harry Potter. Das ist gleich um die Ecke. Okay. So, endlich gibt's was zu essen. Es sieht richtig gut aus. So, guten Appetit. Ja, das ist Jurassic Park. Wir haben jetzt aktuell eine Wartezeit von 90 Minuten. Haben wir auch gerade gegessen. Ich glaube, das wollen wir nicht gleich wieder draußen haben. Also, egal wo ihr euch anstellen wollt, es ist überall voll. Echt voll. Aber die haben auf jeden Fall coole Ideen, das Essen zu präsentieren. Schaut mal her. It's Banana Time. Minuten für das da? Nee. Ah, es geht egal, Wartezeit hin und her, das Erlebnis hier sein zu dürfen, das ist einfach nur krass. Ne? Viele Parts, die relativ gleich sind wie in Orlando, oder? Ja, vor allem das Restaurant. Mit den gleichen Autos. Und hier auch mit der Straße sehr, sehr ähnlich. Und auch der New York-Teil, den wir eben gerade gesehen haben, der war sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Eigentlich fast gleich. Ich glaube, deren Konzept ist ja, standardisiert, das ist auch gut so. Aber wenn ihr schon mal im Universal Studio wart, egal wo auf dieser Welt, dann werden euch Sachen immer wieder bekannt vorkommen. Wenn ihr euch Universal Studios Japan in 360 Grad ansehen wollt, dann haben wir tatsächlich die 360 Grad Kamera eingepackt. Schaut euch das Video an, ich verlinke es hier oben und schaut euch gerne 360 Grad Universal Studios Japan an. Und ja, wir wurden wieder Opfer. Wir haben auch tatsächlich gewonnen. Relativ einfaches Game, aber schwer zu handeln. Aber wir haben ihn gewonnen. Jetzt die Frage ist nur, wo stecken wir den Koffer rein? Das ist die nächste Frage. Weiter geht's. Wen hast du da? Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Der nicht? Wer? Nee. Nein, das ist. Es gibt ja Krümelmonster und der heißt. Ich weiß es nicht. Der andere war zu fett, den hätten Ja. wir nirgendwo reinpacken können. Aber der ist süß. Nach dem tollen Gewinn her sind wir jetzt tatsächlich in der Welt von Harry Potter. Aber schaut mal selbst, was hier gemacht worden ist. Achtung! Krank.
Für richtige Harry Potter-Fans ist das wahrscheinlich ein Riesentraum, oder? Kein Kommentar. Das ist mega cool. Größer als in Orlando und eine ganz andere Welt. In Orlando war das mehr so halt typisch so wie ein Film. Und das ist halt so eine kleine Winterwelt, nochmal so aufgebaut. So, leider regnet es. Elmo ist auch dabei. Bei Harry Potter müssten wir uns fast 140 oder 130 Minuten anstehen. Das werden wir uns bei dem Regen jetzt nicht geben. Deswegen, wir schlendern hier ein bisschen lang und gucken uns mal an, was es hier noch so Feines gibt. Cool, coole Welt, cool gemacht, coole Kulisse. Aber 2 Stunden oder mehr warten für eine Achterbahn, muss ja jetzt nicht sein. Man kann sich auch einen Expresspass kaufen, aber der kostet irgendwie nochmal 17.000 Yen pro Person. Oder 18.000 Yen, pardon. Das ist schon eine Hausnummer, aber du wartest da trotzdem nochmal so 30 Minuten in dieser Line, in der Express-Line. Schade, schade. Vielleicht kommen wir später nochmal hierher und schauen, ob die Schlange ein bisschen weniger geworden ist. Ich vermute aber nicht, weil es werden immer mehr Leute. Wir stehen wieder an, aber diesmal für Churros. Und unsere Kamera muss geladen. Elmo macht das für uns. Hot Churros, Chocolate Churros. So, Prost. Und wir stehen wieder Schlange. Hier hinter mir seht ihr die Schlange für die Achterbahn über mir. Wir werden wahrscheinlich so eine Stunde mindestens stehen. Müssen die ganzen Sachen, auch Elmo, in den Locker packen, damit wir das überfahren können. Denn das Ding ist, ihr fahrt so. Achtung. So ihr Lieben, wir sind jetzt mit der echt coolen Achterbahn gefahren. Das war eine Achterbahn auf einem ganz anderen Level. Du liegst sozusagen praktisch, also es wird nach vorne gekippt. Und dann fahrt ihr auch über Kopf und so, also schon cool gewesen. Wir haben 2 Stunden fast gewartet. Ihr habt da kostenlose Locker, also eure ganzen Sachen könnt ihr dort einfach ganz schnell, müsst sogar die ganze Sache in den Locker legen, damit ihr überhaupt damit fahren dürft. Keine Ringe, kein nichts, alles da rein. Wir schlendern jetzt noch ein bisschen durch den Park hier, schauen uns was an, vielleicht gewinnen wir ja den einen oder anderen nochmal. Tja, schauen, was es so gibt. So ihr Lieben, wir sind gerade, glaube ich, in einer unbezahlbaren Welt für die jungen Damen und Herren. TikToker. Also es sind hier wirklich in den ganzen Gassen sind hier so viele TikToker. Schaut mal hier, die machen halt solche Reels oder TikTok-Videos da überall. Als wären die gerade so ein bisschen in den USA verschmolzen. Posten das dann auf TikTok. Schaut selbst. Das ist auch ein TikTok-Video? Mit einem kleinen Tee warten wir nur noch auf die letzte Show. Das einzige Problem ist, was hier fast immer ist, also jetzt was gerade Ausnahmen, ganz kurz zum Ende, man hat sie aber nicht verstanden. Alle Ansagen sind hier auf Japanisch. Klar, wir sind hier in Japan, aber es wäre schon cool, wenn das irgendwo auf Englisch stehen würde oder zumindest irgendwelche Hinweisschilder, was die sagen. Weil ab und zu kriegst du Informationen nur brüchig mit, weil andere das machen. Ja, das ist so ein kleiner Nachteil. Aber ist okay, wir kriegen das hin. So, es ist extrem voll hier und das ist auch unsere letzte Show für heute. Danach werden wir den Weg nach Hause finden, ins Hotel zurück, morgen Osaka entdecken. Deswegen, viele von euch kennen vielleicht diese Szene. Also ich kenne das aus dem Film Waterworld. Also ich wusste nicht, wie der Filmname heißt, aber ich kenne die Szene, wie das Flugzeug dann so typisch im Wasser landet. Das ist die typische Universal Studios Filmszene und die haben wir jetzt hier. Schaut selber.
15 Uhr und bei Super Mario stehen die immer noch Schlangen, um jetzt noch reinzukommen. Unglaublich. Und das ist da einfach so voll. Die Show eben war cool von den Effekten her, aber wir haben auch nichts verstanden. Wir haben echt nichts verstanden. Schade. Ja, euch wünsche ich viel Spaß. Wir gehen Richtung Ausgang. Das waren die Universal Studios 2025 in Japan. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hoffen, euch hat es gefallen.